Jo, 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 jo. Was geht ab, meine lieben Schrauberfreunde? Wir sind wieder mal zurück im Motorradzimmer, um an der Aprilia zu schrauben. Eigentlich war der Plan als nächstes, die Schwinge und den Rahmen zu folieren. Aber ich habe mich kurzfristig umentschieden. Wir werden das Vorderrad demontieren und dann damit zu meinem ehemaligen Arbeitskollegen fahren, damit er uns den Reifen auf die neue Felge zieht. Damit fangen wir mal an und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Da würde ich sagen, genug geredet. Auf geht's ins Video. Viel Spaß. Tschüss. Als erstes lösen wir hier vorne die Schraube, die die Achse fixiert. Und als nächstes lösen wir die Achse selber. So, die Achse ist los. Ist auch soweit schon rausgehauen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Bremsen losmachen oder abmontieren. Alle Teile sind los, aber wir müssen hier noch die Bremsen losmachen, beziehungsweise losgemacht haben wir sie ja schon, aber mussten sie abmontieren. Dann nehme ich mir hier einen Kabelbinder und mache die hier irgendwo fest, dass die nicht an der Leitung so eine Belastung haben. So, und jetzt können wir endlich die Achse rausziehen und haben dementsprechend das Vorderrad abmontiert. Und zu guter Letzt brauchen wir eine 10er Nuss, um hier die Schrauben loszumachen, um die Bremsscheiben abzumontieren. Wichtig ist nachher beim wieder drauf montieren, hier ist ein Pfeil drauf, der die Laufrichtung anzeigt. Sprich, hier die Seite ist in dem Fall die rechte Seite. Erkennt man dann auch daran, dass hier dieser Drehzahlsensor dran ist, beziehungsweise das Geberteil oder wie das heißt. Und auf der anderen Seite dasselbe Spiel. So, und bereit für die Demontage. Jetzt werden wir noch als nächstes schnell die neue Felge unboxen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt nochmal erwähnt oder gezeigt hatte. Ich glaube, das habe ich bei der Bestandsaufnahme gemacht. Hier ist auf jeden Fall eine Beschädigung, wo eine ordentliche Ecke rausgehauen ist. Und mein TÜV-Prüfer hat mir schon gesagt anhand von Fotos, dass er da so kein TÜV mehr drauf gibt. Und von daher haben wir die neu geholt. Ah, das war der Bock. Schöne neue Teile auspacken. Sehr schön. Wir befinden uns heute im Außeneinsatz und zwar fahren wir zu meinem ehemaligen Arbeitskollegen, dem Sascha, aka Meester, denn der montiert mir den Reifen von der kaputten Felge auf die neue Felge um. Jo, da fahren wir jetzt hin und gucken mal, was der liebe Sascha so treibt.
Reifen ist ummontiert und zum Auswuchten hatten wir leider keine Zeit. Was aber jetzt gar nicht mal so schlimm ist, eigentlich ganz cool ist, der hat mir das Teil jetzt ausgeliehen. Das heißt, ich kann das zu Hause dann selber machen. Dann werde ich das Ganze schön für uns filmen und dann ja, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert und ob wir das vernünftig gewuchtet kriegen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und das machen wir dann als nächstes. Ich bin wieder zurück vom Reifen montieren und als nächstes wollen wir die Felge wuchten oder das Rad. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder die Bremsscheiben so weiter montieren. Let's go! Das hier ist die Laufrichtung oder Fahrtrichtung links. Da kommt hier die Bremsscheibe wieder drauf. Als nächstes machen wir die Schrauben fest. Ich habe mir hier quasi eine Anleitung oder beziehungsweise einen Plan besorgt, wo die Drehmomente draufstehen. Wie man hier sehen kann, die Nummer 2 und die Nummer 2 wird mit 25 Newtonmeter festgezogen. Dann machen wir hier einen kleinen Punkt Loctite drauf. Und jetzt einmal 25 Newton nachziehen. Seite 1 fertig. Hier, das ist jetzt die Fahrtrichtung rechts. Und dann das gleiche Spiel nochmal. Das ist schon mal fertig montiert. Dann bauen wir als nächstes die Maschine zum Wuchten auf. Wichtig ist, dass das Teil komplett in der Waage steht. Dafür haben wir hier eine kleine Wasserwaage. Wie man hier sieht, in die Richtung in Waage. Und in die Richtung auch in Waage. Dann können wir jetzt das Rad einspannen. Und zwar haben wir hier diese Welle, so zwei Konussen, keine Ahnung. Und da wird die Felge jetzt reingespannt. Einmal bis zum Anschlag durchstecken. Auf der anderen Seite den Konus auch bis zum Anschlag durchstecken. Dann sollte quasi, wenn das durch ist, sollte hier der Abstand und der Abstand, sieht man das auf jeder Seite? Ja, sieht man. Die sollten in etwa gleich sein. Dann zieht man das fest, sodass man kein Spiel mehr hat. Jetzt hängen wir das Ganze hier ein. Also ich habe wohl zwei verschiedene Methoden scheinbar gesehen, wie das funktioniert. Und zwar die eine ist, dass man das einfach auf eine Position stellt und dann loslässt und guckt, wohin sich das dreht. Und jetzt, wo es unten ist, ist der schwerste Punkt. Demnach müssten wir hier anfangen, Gewichte zu kleben. Die andere Variante wäre, dass man das Rad rollt oder ein bisschen Schwung gibt und dann guckt, wo es auspendelt. Das machen wir jetzt auch mal. Okay, also wie man jetzt sieht, eben ist das Ventil hier stehen geblieben, jetzt ist es hier stehen geblieben. Ja, alles in allem haben wir auf jeden Fall hier in dieser Region die schwerste Seite. Da das irgendwie eben sich so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist ja eben mal da stehen geblieben, jetzt steht es hier und ist auch sehr langsam stehen geblieben, teilweise hat es sich gar nicht bewegt, deswegen scheinen wir eine sehr geringe Unwucht zu haben. Wir nehmen uns jetzt erstmal hier so ein 5 Gramm Teil und bevor wir das richtig festkleben, machen wir das erstmal mit ein bisschen Kreppband nur fest. So können wir nämlich gucken, ob das wirklich stimmt, was wir hier machen und können es zur Not auch nochmal ändern. Und das kommt einfach hier oben ins Felgenbett. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal und gucken mal, wo es jetzt stehen bleibt. Okay, ist wieder ziemlich genau an derselben Stelle stehen geblieben. Dann machen wir da die nächsten 5 Gramm dran. Und die nächste Runde. Wir drehen mal in die andere Richtung, sollte aber eigentlich komplett egal sein. So wäre aber jetzt zumindest die Laufrichtung. So, das sieht schon mal gut aus. Nämlich, wenn wir das jetzt mehrfach drehen und es jedes Mal an einer anderen Stelle liegen bleibt, dann heißt das, dass es keine Unwucht mehr gibt. Weil sonst, wenn immer noch eine Unwucht da wäre, würde nach wie vor die schwerste Stelle unten landen. Okay, das könnte Zufall sein. Wir gucken mal weiter. Okay, ungefähr die Stelle hatten wir eben auch schon mal. Wir probieren es mal in die andere Richtung. Okay, jetzt hatten wir mehrere verschiedene Stellen. Das heißt, es scheint wohl perfekt ausgewuchtet zu sein. Eine andere Variante, wie man das gucken kann, ist, dass man quasi einfach, wir nehmen jetzt mal die Markierung hier, wo wir die Gewichte dann geklebt haben, dass man die einfach auf irgendeine Stelle setzt, immer um, sag ich mal, 90 Grad versetzt, von da aus loslässt und gucken, ob es sich anfängt zu drehen.
Das bleibt im Prinzip mehr oder weniger auf der Stelle. Nehmen wir die nächsten 90 Grad. Auch hier bleibt es mehr oder weniger auf der Stelle. Die nächsten. Auch hier bleibt es auf der Stelle. Und die nächsten. Und auch hier bleibt es auf der Stelle. Dann können wir jetzt auch im Prinzip, sag ich mal, auf die andere 90 Grad Winkel gehen. Also quasi das Gewicht schräg unten. Bleibt auch stehen. Schräg oben. Bleibt auch stehen. Bleibt auch stehen. Und die letzte Stelle. Und auch hier bleibt stehen. Das heißt, ist jetzt perfekt ausgewuchtet. Dann besorge ich jetzt noch kurz einen Bremsenreiniger, um den Untergrund fettfrei zu machen, und dann können wir die genau an der Stelle dran kleben. So, und das andere hinterher. Schön feste andrücken. Und schon sind wir fertig mit Wuchten. Wuchten hat wunderbar geklappt, hat auch Spaß gemacht, war mein erstes Mal. Ja, und jetzt als nächstes montieren wir das Teil wieder da raus und dann können wir das Rad wieder einbauen. Wichtig ist, dass die Seite wieder in Fahrtrichtung rechts kommt, und wichtig ist auch, hier ist so ein Distanzstück, was hier wieder rein muss, und dann können wir das Ganze hier quasi reinhängen, heben das ein bisschen an und schieben jetzt wieder die Achse durch. So, die Achse sitzt erstmal. Jetzt machen wir als nächstes wieder die Bremszangen drauf. Und rein mit dem Eumel. Mal gucken, was der schlaue Hefter sagt. Einmal meinen schönen Drehmomentschlüssel auf 50 Newtonmeter einstellen. So, und einmal das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Jetzt noch die Achse festmachen. Gucken wir, was die Vorderachse kriegt. Vorderachse haben wir hier unter Punkt 1. Punkt 1, 65 Newtonmeter. Dann machen wir die Sicherungsschraube dran. Auch hier wieder ein Tröpfchen Loctite und rein da. Da ist sie. Hier quasi auf der Gabel mit eingezeichnet. Hier die Nummer 4. Nummer 4 Wheel Pin Safety Locking Screw. 18 Newtonmeter. Fertig. Da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ja, Ausbau und Einbau hat wunderbar geklappt. Die Reifenmontage hat auch wunderbar geklappt. Danke Sascha nochmal an der Stelle. Wuchten hat offensichtlich auch wunderbar geklappt. In dem Video haben wir natürlich jetzt nicht so viel geschafft, weil es dafür ein bisschen mehr ins Detail ging, was halt gerade die Montage oder halt auch das Auswuchten anging. Und ich hoffe mal, dass es trotzdem für euch interessant war. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch lieber ist, wie jetzt in dem Video, dass es ein bisschen mehr ins Detail geht bei so Sachen, oder ob ihr lieber sehen wollt, wie quasi Fortschritt gemacht wird. Lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem oder gerade deswegen gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.